Good afternoon, ladies and gentlemen. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Wir sind jetzt wieder hier mit Paket Nummer 2 und ihr müsst mich heute entschuldigen, ich bin allein zu Hause. Das ist das erste Video, was ich dann tatsächlich allein drehe. Meine liebe Frau ist nicht zu Hause. Sie ist unterwegs an der Uni und muss was erledigen und ich bin mit dem Hund allein zu Hause und versuche, mein erstes Video allein zu machen. Ich mache das natürlich wie immer nur mit meinem iPhone und ich nutze dafür das Front Camera, damit ich mich ein bisschen sehen kann und kontrollieren kann, was ich mache. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Yeah, this is my first video that all by myself. My missus has had to go down to the university to take care of something and I'm home alone and the second parcel of our Hauptwerk organ components has finally arrived. And I'm trying this out by myself. So as usual, I'm just using my iPhone and it's using the front-facing camera. So I hope the quality is all right. Like I say, this is my first video all alone. So bear with me. It's not going to be quite as exciting as the usual ones. At least it won't be as natural as the usual ones. I'm not used to talking to a camera all by myself. Normally there's someone behind it helping me out there. Wie immer mache ich das, oder wie immer, nee, wie letztes Mal mache ich dieses Video direkt auf 2 Sprachen gleichzeitig, weil ein Unboxing kann man unmöglich zweimal machen. Like the last unboxing video, I'm doing this simultaneously in German and English. Somebody asked me after the first one, why are you doing it in 2 languages? Well, I live in Germany. I'm from the UK and my audience is international, so I like to include everybody. So that's why we're doing it in 2 different languages. And also it helps you learn German if you want to. Warum mache ich das auf 2 Sprachen? Naja, ich habe ein internationales Publikum hier auf YouTube und ja, für die Deutschsprachigen, ihr könnt vielleicht ein bisschen Englisch lernen und andersrum genauso viel Deutsch lernen. Naja, so, wir fangen an. Let's go! So, wie gesagt, ich weiß gar nicht, was hier drin ist. Ich hoffe, ich weiß, was drin ist, weil es sollte eigentlich die anderen Sachen, die ich bestellt habe. I'm not actually sure what's actually in here. I'm hoping it's the other parts I ordered. Can't imagine it being anything else. So I should be very, very careful doing this. Ich sollte ein bisschen vorsichtiger sein, wie ich das mache. So, I'm guessing that the remainder of my manuals that I ordered are going to be in here. Now remember in the last video there was only 1 manual to see. So now is the time you get to work out how many manuals I've actually got for my new console. Beim letzten Paket, wisst ihr noch, da war nur eine Tastatur, ein Manual war dabei. Und ja, hier sind natürlich die restlichen drin. Und jetzt werdet ihr endlich erfahren, wie viele ich tatsächlich in meinem Spieltisch habe. Und dazu gibt es natürlich eine schöne kleine Geschichte. There's a little story attached to this, how many manuals I'm actually going to have in my console. I asked you on the last video if you wanted to guess how many, and a couple of people tried. Somebody suggested I'm going to go for a 5 manual organ. That would be completely over the top, wouldn't it? Im letzten Video habe ich gefragt, was denkt ihr, wie viele Manuale ich bestellt habe? Und einer hat gedacht, vielleicht 5. Naja, so übertrieben bin ich auch nicht. Und das Ganze hat sich dann so weiterentwickelt. Ich hatte natürlich nach etwas Unterstützung von euch gefragt und viele Leute haben tatsächlich eine Spende gegeben. Und das war bei einem Menschen sogar deutlich mehr als erwartet, sagen wir mal so. Und aufgrund seiner Spende habe ich mir einfach ein Manual mehr gegönnt. Ich weiß, das ist ein Luxus und ich hätte vielleicht das Geld in andere Sachen investieren können, wie zum Beispiel Orgel-Sample-Sets. Yeah, in the last couple of videos I've sort of asked if people wanted to support this organ building project. And a number of people have, and thank you very much for that. And one guy in particular, shall we say, went a little over the top. And thanks to his generous donation, I have extended the amount of manuals I actually wanted to have, because it was a very, very generous donation indeed. And I've been in touch with this guy a few times now, and he's an absolute wonderful chap, an absolute darling of a chap. And he's actually going to help me
he does know this, he offered this. He's going to help me with the Hauptwerk project as it goes along, as he himself is a Hauptwerk user and loves it. And he's going to be helping me out setting all this up. Not necessarily the actual build of the console, but the actual software itself in the PC, because that's a rather complicated software suite. And once we get into it, he's going to be helping me out with that. So thank you for that. Ja, dieser anonymen Spender ist selber Organist und er nennt sich Hobbyorganist. Er ist eigentlich Profi-Organist, meiner Meinung nach. Der ist wirklich so gut. Und er ist selber ein Hauptwerk-Nutzer und Profi. Er weiß ganz genau, wie es funktioniert. Er hat mir schon mehrmals geholfen und hat auch angeboten, wenn es soweit ist, er wird mir dann weiterhelfen mit der Software, so wie es ist. Hauptwerk ist nicht das Einfachste zu bedienen, zumindest nicht am Anfang, aber er wird mir dabei helfen. Yeah, this guy, this organist I just mentioned, he calls himself an amateur organist, but he's very much a professional, a very talented chap, and yeah, he's definitely going to be helping out. So let's get into it. You can already see these look like the manuals here already, so let's see what we have. Aha! Okay, I was hoping there might be more in here actually, but it looks like this could just be 3 manuals and no more. Ich hatte gedacht, da wäre vielleicht ein bisschen mehr hier drin, weil in dem anderen Paket, ich dachte, da wäre mehr dabei, aber vielleicht nicht. Müssen wir mal gucken. Ja, was sehen wir hier? 3 Kartons, 3 weitere Manuale. Ja, ich baue einen 4-manualigen Spieltisch. Brauche ich 4 Manuale? Naja, es ist wie beim Auto, oder? Man kann mit einem alten Mini aus den 70ern durch die Gegend fahren oder man kann ein etwas größeres Auto oder etwas stärkeres Auto kaufen. Das ist genau das gleiche mit der Orgelwelt vielleicht. Oh boy. Ja, das ist vielleicht ein bisschen Luxus, aber langfristig wird sich auf jeden Fall lohnen. Es gibt so viele schöne Orgeln da draußen, auch für Hauptwerk, wo man die 4 Manuale brauchen kann. Und auch für sagen wir, für Training oder für Unterrichtszwecke wäre es natürlich sehr praktisch, alles zu haben. Zukunftssicher ist es auf jeden Fall, weil wir Pläne haben für neu gesampelten Orgeln und das sind sehr große Orgeln. Also 4 Stück brauche ich auf jeden Fall. Is 4 a bit too much? Well, yes, of course it is. It's like cars, isn't it? You can drive around in a sort of tatty old Mini from the 1970s, or you can buy yourself something a bit bigger and a bit more powerful, or a bit safer. And this is, shall we say, safe for the future. There are a number of large sample sets out there for Hauptwerk, for 4 manuals, and even beyond, I suppose. But my original intention was just to go for a 3 manual setup. And like I say, this generous donation sort of inspired me, shall we say, to go for 4. And I think 4 will be, you know, for the future, forevermore, will definitely be very handy. I'm working with other people together on new sample sets of new, larger organs. I won't say any more than that at the moment. So this is definitely, shall we say, future safe. You say that in German. And I can definitely look forward to not having to enlarge this in the future. Of course, this is it at the moment. It's 4 manuals, 3 swell pedals, and all the bits and pieces to connect it. That's it. There are no touch screens. I don't even have any pistons yet. Other sort of fancy things in the background, none of that yet. And I don't intend to start with that. Those are things that will come in the future as and when I think I might need them. Yeah, keep it as simple as that, I think. I might need things in the future, I might not. We can sort of live with this, but we shall see. Ja, für die Zukunft werde ich natürlich nichts weiteres hier an Hardware brauchen, aber es fehlen immer noch viele Sachen. Zum Beispiel, wie soll ich die Register bedienen? Momentan werde ich das nur mit dem PC machen und einer kleinen Setzeranlage. Aber dafür habe ich keine Pistons, also keine Daumenpistons oder keine Fußpistons. Also ich kann die gespeicherten Sachen noch nicht abrufen. Ich muss gucken, wie ich das dann mache. Habt ihr vielleicht Ideen für mich, wo ich Pistons finden kann? Weil mein Lieferant, und jetzt werde ich ein bisschen was dazu sagen, mein Lieferant hat noch nichts an Pistons in seinem Sortiment und ich muss mal gucken, wo ich die her bekommen kann.
Have you any ideas where I can get hold of pistons for this organ? Now I'm looking for a few thumb pistons and a couple of toe pistons, and you might be asking why I didn't just order them when I ordered all this. Well, the simple answer is the guy I ordered all these things from doesn't stock pistons. It's one of the things he doesn't have, and he did give me a sort of idea where I might find them on the internet, but I haven't been able to find anything under there. So maybe you have some ideas where I can get hold of some sensible thumb pistons. Now I'm not looking for thousands, because obviously this is going to be, I'm going to be controlling this from the PC anyway, and I'm the kind of guy, I like using a sequencer system when it comes to registrations. Now obviously it's handy to have a few sort of standard pistons for playing standard music. So I will be looking to install that at some point, but basically I just need sort of a backwards and forwards piston for a sequencer, or maybe toe pistons for the same thing, and that's about it. So we're not going overboard here. And like I say, I don't have things like touch screens on order yet, so I can do the stops manually, but that will maybe come with the future. We shall see. The idea is to get this console built as quickly as possible and get it up and running so that I can start creating some content again for the channel. It's so difficult at the moment to get out and about thanks to our little friend Corona. But we are getting there slowly and surely. Right, shall I open up one of these and show you again what it looks like? If you didn't see the first video, don't forget to check it out. Our first unboxing. So, yeah, these are just basically professional organ manuals. Falls ihr das erste Video noch nicht gesehen habt, klickt bitte, unten ist der Link, und da habe ich schon eine von den Manualen gezeigt. Also das sind tatsächlich Profi-Orgel-Tastaturen von einem, sag mal, ordentlich zu hier, von einem Tastaturbauer aus Italien. Ihr kennt wahrscheinlich Fraser, also die bauen für alle möglichen Profisysteme, die bauen Tastaturen, und mein Lieferant holt die auch daher aus Italien, und ich glaube, ich habe das falsch rum aufgemacht, deswegen ist es so schwer. Er holt die auch daher, und deswegen habe ich die jetzt. Yeah, I opened this upside down. I should have opened it the other way around. These are professional organ manuals from an Italian manufacturer called Fraser, F-A-T-A-R. And Fraser keyboards can be found in all sorts of synthesizers and other things, but they do sort of various different styles of keyboards at various levels of, shall we say, quality. And these guys I ordered, these aren't the fancy ones. The really fancy ones have sort of wooden inserts and feel very authentic. And to be honest, I don't need that, because they cost about 500 euros each. And that's an awful lot of money. Now these here they are sort of just plastic keys, but they are slightly weighted plastic keys, and you can feel a sort of you can definitely feel a sort of a pressure point in there, so it's not like cheap plastic keys you find on your usual MIDI keyboard. They do have a sort of a quality to them, so that's rather exciting. They come straight from the manufacturer in Italy via my guy who supplied them to me, who I will tell you about in just a minute. So yeah, there we have it. 4 wonderful manuals. Isn't that exciting? Ja, die Manuale an sich sind nicht die teuersten und auch nicht unbedingt die billigsten. Das sind nicht vergleichbar mit so, sagen wir, von einer normalen MIDI-Tastatur, die Tasten, die man hat. Das sind schon leicht gewichtete, also die haben einen super Druckpunkt eigentlich. Die sind leicht gewichtet und kosten nicht die Welt. Es gibt von Fraser weitere Tastaturen mit Holzeinlagen und keine Ahnung was alles. Die sind viel schwieriger, die haben vielleicht noch einen besseren Druckpunkt und so weiter. Aber die kosten weit über 500 Euro pro Stück. Und dann gibt es natürlich typisch Made in Germany, und die kosten viel zu viel für das, was die sind. Tut mir leid, das zu sagen, ist aber so. Und das ist jetzt so ein super Mittelding. Ne? Also die haben ein super Spielgefühl, kosten aber nicht die Welt. Das ist das Wichtigste. Yeah, so there we have it. Now, where did I get all this stuff from? Right, a quick word about the supplier of these magnificent parts. Now, I didn't order the keyboards direct from Italy. I ordered them from a Dutch company.
Yeah, in Germany there are companies who provide MIDI components, but they're stupidly expensive. So me being a Scotsman, I shopped around and I came across this guy in Holland who had very, very sensible prices. And I contacted him, told him what I want, and he wrote me an offer, and that's what we've got here. And he's not sponsoring me to say this. He didn't give me any discount, so this is all full price stuff. But I'm giving him a mention anyway because he's very professional and he really helped me out. And I hope he's going to continue to help me out when it comes to putting all this stuff together. I haven't found an instruction manual yet, so I hope there is somewhere. Excuse me, emails coming in the background. I should have turned my computer off. Yeah, and this guy's in Holland and his name is Nico and then it's G-O-E-S and I think you pronounce that Hosh. Hosh, I think. So Nico, if that's not right, please excuse me. I'm basing that on this. Yeah, this is a sort of, you might say Gant, but it's actually Hand. Careful there. That's how you actually pronounce it, apparently. And this is a sort of gimmick. My mother-in-law buys me a Hand pullover every year for Christmas. So there you are. So there's that. So Nico, thank you very much for supplying these parts. If you want to get your own MIDI parts and you're based in Europe, look up Nico's company. It's called Gino Midi, gino-midi.dl, gino-midi.nl, NL for the Netherlands. And I'll put a link to his company down below in the description. And he's very helpful, very professional about everything, and very quick. Now, the post getting here wasn't very quick, but that's not Nico's fault, obviously. Everyone's using Corona as an excuse at the moment, so there you are. Okay, jetzt das Ganze nochmal auf Deutsch. Ich habe gerade so ein bisschen erklärt, wo ich die Teile her habe. Und ich habe die tatsächlich aus Holland. Und in unserem Haushalt gibt es so eine kleine holländische Faible. Also ich habe viele Pullis von dieser Marke hier. Ihr nennt es wahrscheinlich Gant, aber ihr wisst, in Holland ist es Hand. So sollte es ausgesprochen werden. Und der Kerl, der mir diese Teile geschickt hat, heißt Nico mit Vorname und G-O-E-S mit Nachname. Und ich glaube, das sagt man Husch. Also Nico Husch, ich hoffe, das ist die richtige Aussprache. Viel zu kompliziert auf Englisch und Deutsch gleichzeitig. Ich hoffe, das ist richtig. Und Nico hat mir diese Teile dann geschickt. Ich habe, typisch Schotte, der ich bin, ich habe natürlich überall in der Welt geguckt, wo ich Orgelteile für einen guten Preis finden kann. Und wie gesagt, man kann solche Sachen in Deutschland kaufen, Einzelteile. Und es tut mir leid, die kosten einfach ein Vermögen. Und ich habe tatsächlich bei Vater in Italien selber angerufen und gefragt, aber ich habe keine Antwort von denen bekommen. Naja, und dann habe ich ein bisschen im Internet rumrecherchiert und dann bin ich auf Nico gestoßen. Seine Firma heißt Gino Midi, also Gino, G-I-N-O, Gino-Midi.nl, also drüben in Holland. Und Nico ist super professionell und er hat mir innerhalb von 24 Stunden ein Angebot geschickt mit den ganzen Teilen, die ich brauche. Seiner Meinung nach. Und das, was er natürlich alles anbieten kann. Wie gesagt, er kann nicht alles anbieten, so die Daumenpistons nicht zum Beispiel. Und ja, jetzt ist es alles hier und ich bin gespannt, wie das geht. Na, Nico hat mich nicht gesponsert und ich habe auch keinen Rabatt bekommen oder so, aber weil er so professionell ist, will ich seine Firma natürlich hier auch erwähnen. Ihr kriegt unten auch einen Link. Oder ihr findet auch einen Link zu seiner Seite, falls ihr auch Komponenten sucht für eine eigene Orgel. Wie gesagt, er ist in Holland, aber er kann international verschicken. Wie teuer das ist, hängt natürlich von Land ab, aber super professionell und super Preis-Leistungs-Verhältnis. Also, so ist es. Okay, I'm going to pack all of these things out and I'm going to see if I can start building it together. It's going to be more difficult than I thought. Having looked at all the components the other day, I think it's going to be slightly more difficult. I had the sort of vision it was just going to be sort of unpack everything, put it together, plug it all together, and hey, off we go. Attach a MIDI cable and we're done. But I don't think that's going to be the case. I think there's a lot more to this than meets the eye. So we shall see. Ich glaube, das wird ein bisschen länger dauern, als ich dachte. Ich dachte natürlich, naiv wie ich bin in technischen Sachen, dass ich bestelle diese ganzen Teile und die kommen an, ich muss die dann alle nur miteinander verbinden und fertig. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist, aber wir werden sehen. Die nächsten Videos werden zeigen, wie ich damit klarkomme.
Und ja, so ist es. So, damit haben wir fast das ganze Hardware. Wie gesagt, mein Pedalbrett ist noch auf Lager. Das muss ich dann irgendwann mal holen und gucken, ob ich das irgendwie modifiziert bekomme. Ich habe aber jemanden am Start, der mir hoffentlich dabei hilft und auch ein bisschen mit der Schreinerarbeit, um das Ganze so schön aussehen zu lassen, weil wir haben natürlich auch konkrete Vorstellungen, wie das Ding aussehen soll. Und dann, wie erwähnt im letzten Video, muss ich nur von der Software-Seite alles auf Vordermann bringen. Oh boy, das ist wirklich nur der Anfang. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So. This is literally just the beginning, yeah? I'm going to see how far I can assemble these parts by myself. Remember, I have a pedal board in storage at the moment, so I'm going to have to dig that out and see how we can connect that up to the rest of it. I think it has to be midified, if that's a word, so that that can be connected. And then, of course, it has to start looking nice, so we're going to have a bit of woodwork going on there. But I have a guy who I think is willing to help out, and with some of that, because my wife and I have some very concrete plans of what this should look like. It obviously has to fit as a piece of furniture in our house. So yeah, there has to be that. It has to look good as well, doesn't it? So yeah, so there's a long way to go, and this is just the very beginning. Okay, I'm going to start piecing this together, and I will of course be filming that as I do it, and yeah, keeping you in the loop, as it were. No piece of music today, I'm very sorry. This is just a quick unboxing video to let you know how we're getting on and what the progress of the project is so far. That's it for today. See you next time. Look forward to it. Bye bye.